Die Schachlegende Boris Spassky ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Spassky war von 1969 bis 1972 Weltmeister und verlor den Titel dann an Bobby Fischer in einem berühmten Duell während des Kalten Weltkriegs zwischen den beiden Großmeistern. Spassky hat im Schach einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen und sein Spielstil war eine Inspiration für viele Top-Schachspieler. Leider hat uns Boris Spassky verlassen, aber sein Erbe wird weiterleben durch seine Partien und seine Spielphilosophie. Ich erinnere mich, wie ich als Kind immer gerne seine Partien analysiert habe, besonders seinen fantastischen positionellen Ansatz. Heute widme ich dieses Video also ganz Boris Spassky und einer meiner Lieblingspartien, die er gespielt hat. Wir werden die Partie Spassky-Petrosyan, der Match von 1969, uns anschauen. Es war die fünfte Partie des Wettkampfs. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:2. Es würde so gespielt, dass der Gewinner derjenige war, der in 24 Partien die meisten Punkte sammelt. Am Ende gewann Spassky das Match mit 12,5 zu 10,5. Spassky startete mit C4, Springer F6, Springer C3, E6, Springer F3, D5 und dann D4. Jetzt haben wir Übergang in Damengambit und nach dem Zug C5 haben wir Tarrasch-Verteidigung. Oder man kann auch sagen Tarrasch-Variante von Damengambit. Also nach dem Zug C5, wenn Weiß auf D5 nimmt und Schwarz nimmt mit dem Bauern, der Vorteil von Tarrasch Verteidigung ist, dass beide Läufer ins Spiel kommen können. Ja? Aber der Nachteil ist, dass irgendwann mal, wenn wir die zwei Bauern abtauschen, Schwarz bleibt mit dem Isolani-Bauer. Und stattdessen, also der Petrosyan hat mit dem Springer genommen. Ihr könnt auch merken, dass in jeder Variante, in jeder Eröffnung von Schach, Schwarz hat immer einen Nachteil. Das heißt, in dem Fall, wenn man mit dem Springer schlägt, also die Bauernstruktur ist sehr gesund von Schwarz, wie wir sehen, also alle Bauern stehen sehr gut, aber der Nachteil ist, dass der Schwarz dem Weißen das Zentrum gibt. Damals haben die Leute normalerweise immer E3 gespielt und dann kam Springer C6, Läufer C4, CD4, ED4 und dann hätte Weiß einen Isolani-Bauer, aber wie wir merken, also der Schwarz hat den Läufer auf C8, der nicht so einfach ins Spiel kommen kann. Der Spassky hat entschieden, nach dem Zug Springer D5 E4 zu spielen, was eigentlich eine Überraschung war, obwohl der Zug war nicht eine Neuerung, also es war einfach ein Zug, der damals nicht so oft wie E3 gespielt wird. Okay, wir können auch hier sagen, dass immer wenn man mit dem Zentrum spielt oder wenn man das Zentrum besetzt hat, wichtig ist für die Seite, die das Zentrum kontrolliert, die Figuren nicht abtauschen. Weil wenn wir jetzt sagen, dass der Schwarz irgendwo mit dem Springer weggeht, irgendwann mal später hat Schwarz Probleme mit der Entwicklung, weil er zu wenig Raum hat. Wenn Schwarz andererseits ein paar Figuren abtauscht, wie das Petrosyan gemacht hat, nach Springer C3, BC3, dann kriegt Schwarz mehr Platz. CD4, CD4 und genau mit dem Motto spielt er weiter, also Läufer B4 Schach, mit der Idee, den Weißen zu zwingen, noch eine Figur abzutauschen. Läufer D2. Da hat der Petrosyan geschlagen auf D2. Dann kam Dame D2. Was auch noch wichtig zu betonen hier ist, dass es gibt eine bekannte Partie Rubinstein gegen Karl Schlechter, wobei der Schlechter Dame A5 gespielt hat.
Was kann man dazu sagen? Also die Idee ist grundsätzlich gut. Also Schwarz möchte noch mehr Figuren abtauschen, sogar die Damen. Aber der Nachteil ist, dass alle schwarzen Figuren hinten stehen, also die sind unentwickelt. Dann hat der Rubinstein Turm B1 gespielt und nach dem ganzen Abtausch Dame D2 mit dem König genommen hat. Und wie wir sehen, jetzt hat Weiß schon mehr Figuren aktiviert. Dann kam auch noch Rochade und dann Läufer B5. Das war ein sehr, sehr starker Zug mit der Idee, noch A6 zu provozieren und dann einfach auf die Schwächen spielen, auf die schwachen Felder oder auf die offene Linie. Also die Partie hat der Rubinstein für sich entschieden. Aber wir kommen zurück zur Partie Spassky-Petrosyan. Das heißt, Dame A5 wäre ein Zug mit zweifelhaftem Wert, also das ist spielbar, aber es ist nicht so stark. Das heißt, wie gesagt, in Schach gibt es immer Vor- und Nachteile. Das heißt, in dem Fall, Dame A5, die Idee davon ist, die Figuren abzutauschen, aber dann leidet unsere Entwicklung. Stattdessen hatte Petrosyan genommen auf D2, Dame schlägt D2, dann kam Rochade, Läufer C4, Springer C6. Heutzutage spielen die Großmeister Springer D7. Also das war, wie gesagt, die Partie aus dem Jahr 1969. Natürlich Schach heutzutage und damals kann man nicht vergleichen, weil die Analysen von Computern und Schachprogrammen sind viel besser. Die Idee von Springer D7 ist, dass der Springer irgendwann mal nach F6 landet und dem schwarzen König hilft bei der Verteidigung. Aber ja, Springer C6, Rochade, B6 und dann kam Turm AD1. Es ist erstaunlich, dass so ein natürlicher Zug wie Turm AD1, der sofort zum Standard würde, eine unerwartete Neuerung damals war, die auf einer der längsten Hoffnungsvorbereitungen in Spasskys Karriere basierte. Das heißt, freies Spiel mit den Figuren in einer Stellung mit einem mobilen D4, E4 Bauernpaar. Das heißt, das Ziel des Weißes ist, die Bauern nach vorne vorzurücken, irgendwann mal, wenn alle Figuren mitspielen, und dann nach dem Abtausch im Zentrum kriegt man entweder einen Freibauer, der ganz gefährlich sein könnte, oder man wird die Figuren noch mehr mobilisieren, oder wir können sagen, dass der Läufer hier auf D5 letztendlich landen kann. Was natürlich seine Stellung noch verbessert. Petrosyan spielte Läufer B7 und was auch noch wichtig ist, wenn man das Zentrum kontrolliert, nicht sofort konkrete Züge spielen, sondern alles schön vorbereiten. Das heißt, wir bringen die letzte Figur ins Spiel. Oder man kann sagen, alle zur Party einladen. Jeder will zur Party und das heißt in dem Fall auch Turm Fe1, die letzte Figur kommt ins Spiel. Das sind die prophylaktischen Züge. Wir können jetzt nicht beschreiben, warum dieser Zug wichtig ist, aber irgendwann mal später kann sich lohnen, dass der Turm auf dieser Linie steht und kann entweder auf die 7. Reihe landen oder man kann ihn überführen Richtung Königsflügel zum Beispiel. Und jetzt haben wir eine kritische Stellung. Also Petrosyan spielte Turm C8. In dem Fall, man könnte auch noch zum Beispiel Springer A5 spielen, mit der Idee, den Läufer von C4 zu vertreiben und mehr Kontrolle über das Feld D5 zu nehmen. Dann würde Weiß Läufer D3 spielen und jetzt nach Turm C8 gibt es eine Standardidee in so einem Fall, also das heißt, Weiß opfert den Bauern und nach dem Abtausch oder nach dem Schlag auf D5 kommt E5.
Die Idee davon ist, dass Weiß einfach eröffnet seinen Läufer, das heißt, jetzt steht der Läufer super auf dieser Diagonale und alle Figuren von Weiß kommen langsam in die Action. Also Weiß wird dann attackieren auf dem Königsflügel. Falls in dem Fall Schwarz Springer E7 spielt, was eigentlich dann später passiert ist, also das heißt, der Petrosyan selber hat gegen Korchnoi gespielt im Jahr 1977, den Zug Springer E7 statt Turm C8, mit einer Idee, den Springer als den besten Blocker zu positionieren. Das heißt, jetzt nach D5 schlagen, schlagen und dann Springer F5 mit der Idee Springer D6. Ja, aber in dem Fall gibt es schon wieder die Nachteile. Dann ist das Feld C6 ein bisschen schwach und dann hat er Petrosyan Springer E5 gespielt und eine sehr, sehr schöne taktische Idee gefunden mit dem Springer C6. Also die Idee ist jetzt, wenn man schlägt, dann kommt nach Springer C4 die Dame auf F4 und man kriegt den Springer zurück, aber dann letztendlich haben wir gleich viele Figuren oder gleich viel Material, aber Weiß hat einen Bauern, einen Freibauer auf der 6. Reihe. Also der Petrosyan spielt in dem Fall den Zug Turm C8. Wie wir sehen, alle weiße Figuren sind jetzt im Spiel und jetzt ist dieser richtige Moment, dass wir mit den Bauern nach vorne gehen. Das heißt, erst jetzt, wenn wir alles vorbereitet haben, machen wir einen konkreten Zug. Erst dann beginnt unser Kampf im Zentrum. Das heißt D5. Schwarz kann schon wieder mit dem Springer auf A5 gehen und dann nach Läufer D3. Wenn man schlägt, kommt E5. Also das war in der Partie Polugajewski gegen Tal auch noch. Nach Springer C4, Dame 4, das heißt Schwarz opfert einen Bauern, aber dann bringt alle Figuren Richtung Königsflügel. Der Spassky hat auf D5 genommen. Man kann auch mit dem Bauern schlagen auf D5 und dann einfach mit dem Freibauer im Zentrum zu spielen, aber der Spassky wollte unbedingt mit dem Läufer schlagen. Alle weiße Figuren stehen jetzt super, also Dame und Turm. Also wir sehen jetzt die Wirkung von diesen zwei Figuren. Sie spielen super auf der offenen D-Linie und bald kommt die Dame auch noch Richtung Königsflügel über das Feld F4. Und jetzt hat der Petrosyan Fehler gemacht. Natürlich, die Stellung von Schwarz ist gar nicht einfach, weil Schwarz muss sich verteidigen. Verteidigen in Schach ist natürlich viel schwieriger als angreifen. Und er hat einfach Springer A5 gespielt mit dem Motto, den Läufer abzutauschen auf D5. Der beste Zug in der Stellung wäre der Zug Dame C7, um den Zug Dame 4 einfach zu verhindern. Und wenn Weiß zum Beispiel Dame G5 spielt, kann man die Dame vertreiben, kurzfristig, und auch das Feld G5 besetzen, dass der Springer in keiner Variante dorthin kommen kann, und dann nach Dame G4 kommt der Zug Springer E7. Jetzt nach dem Abtausch schlägt, Turm D7, spielt Schwarz Turm C7 und Schwarz hat sich gut verteidigt. Was auch noch wichtig zu betonen ist, Schwarz hat noch eine Figur abgetauscht, einen ganz starken Läufer, den wir gehabt haben auf D5, der sehr wichtig war für den Angriff für Weiß. Aber ja, das war natürlich nicht so einfach zu sehen. Also das ist ein strategischer Zug, Dame C7. Und der Petrosyan hat Springer A5 gespielt. Der Spassky spielt Dame 4, wie wir gesagt haben. Die Dame überführt er Richtung Königsflügel und man droht auch direkt ein Abzug, um die Dame zu gewinnen.
Dame C7. Und jetzt haben wir schon wieder eine kritische Stellung. Sollen wir die Damen abtauschen oder nicht? Weiß spielt Dame F4. Natürlich nicht. Also wenn wir die Damen abtauschen, ist alles sozusagen ins Wasser gefallen, was wir eigentlich aufgebaut haben. Wir brauchen die Dame für den Angriff auf den schwarzen König. Schwarz hat jetzt genommen, also der Petrosian hat auf D5 genommen und jetzt kommt E schlägt D5. Ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr einen Freibauer habt. Also der Freibauer ist eigentlich eine Stärke in der Stellung, besonders wenn er so über die gegnerische Hälfte gekommen ist. Also das heißt, der Freibauer ist der Bauer, wenn wenn der Gegner auf den Nachbarnlinien keinen Bauer hat und auch auf dieser Linie befindet sich kein Bauer. Das heißt, er hat einen freien Weg. Ja? Und dann, also seine Stärke ist, dass er belastet einfach die Figuren von den Gegnern. Also sie müssen die ganze Zeit auf den Freibauer aufpassen und je mehr er nach vorne geht, desto ist er stärker. Der Petrosian spielte Dame C2. Schon wieder mit der Idee, die Damen abzutauschen. Wenn wir mit dem Motto gehen, also der Springer ist der beste Blocker, wir könnten auch Springer C4 spielen. Aber die Frage ist, ob der Schwarze überhaupt dafür Zeit hat. Dann kommt Springer G5, Angriff auf den König, was wir schon gesagt haben. G6 bietet sich an. Das heißt Springer G5 droht Dame H7. G6 und jetzt Dame H3. Droht schon wieder matt. H5. Und nach so einem Zug haben wir schon sehr gut profitiert, weil der gegnerische König offen steht. Springer E4, Springer D6. Jetzt auf den ersten Blick hat Schwarz sein Ziel erreicht, aber das Problem ist einfach, dass nach Springer F6, König G7 so ein sehr schlauer Zug gibt, Dame G3. Und jetzt kann Schwarz nicht schlagen auf F6 wegen Dame 5 matt. Und Weiß droht auch auf H5 zu schlagen und Schwarz kann sich nicht so leicht entfesseln. Also Dame 5 wird eigentlich der nächste weiße Zug und Weiß steht in dem Fall viel besser. Das heißt, Petrosian hat Dame C2 gespielt. Dann kommt Dame 4. Er vermeidet schon wieder Damenabtausch. In dem konkreten Fall könnte Weiß schon schlagen. Es gibt eine sehr lange Variante. Nach schlägt, kommt der Turm auf der 7. Reihe. Und jetzt nach Turm A2, Turm A7. Und dann ist der weiße Bauer auch sehr, sehr gefährlich. Das heißt, in dem Fall kann sich Schwarz nicht so leicht konsolidieren. Und der Bauer wird irgendwann mal nach vorne kommen, was eigentlich dem Schwarzen sehr große Probleme schaffen wird. Okay, statt Dame C2 spielte Spassky Dame F4, Dame A2 und jetzt gehen wir einfach mit dem Bauern nach vorne. D6, Turm C, D8 und dann D7. In dem Fall nach dem Zug D7, wie wir sehen, also Weiß hat einen Bauern weniger, aber trotzdem viel bessere Stellung. Weil der D7-Bauern ist Gold wert, er bremst total die schwarze Türme, die gar nicht ins Spiel kommen können. Wir können sagen, hier steht Weiß besser. Und wenn man mit Engine die Partie analysieren würde, was ich euch nicht vorschlagen würde, dann wird Engine sagen, dass Weiß etwas besser steht. Aber praktisch betrachtet ist es sehr schwierig, mit Schwarz die Stellung weiter zu verteidigen.
Natürlich, also wichtig ist für Weiß, dass Weiß den D7-Bauern nicht verlieren darf. Schwarz spielte Dame C4. Schon wieder mit dem Motto, tauschen wir die Damen ab. Wenn die Damen nicht am Brett sind, hätte Schwarz schon ein bisschen Chancen, weil mit den Damen am Brett kann Weiß auch auf dem Königsflügel angreifen. Und genau macht das der Spassky, also spielt Dame F5. Die Idee ist auch noch Springer nach G5 zu beführen, mit der Idee G6 zu provozieren. Dann kommt schon wieder Dame H3 und dann hat Schwarz nach H5 Löcher. Vielleicht können wir das auch vorzeigen. Zum Beispiel, wenn Schwarz, nehmen wir an, irgendeinen Zug spielt, also könnten wir Springer G5 spielen, nach G6 Dame H3 und dann muss man H5 spielen. Wie wir sehen, das Feld F6 ist extrem schwach und irgendwann mal kann man auf H5 eventuell mit dem Turm schlagen und dann die ganze Königsstellung eröffnen. Der Springer könnte auf F6 kommen und so weiter und so fort. Aus dem Grund spielte Schwarz in der Stellung statt A6 natürlich H6, um G5-Feld zu verteidigen. Dann kommt Turm C1. Die Dame geht auf A6. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit der Dame auf A4 zu gehen, einfach um den Bauern in Augen zu haben, damit Schwarz irgendwie droht, den Bauern zu schlagen. Aber nach Dame A6 hat der Petrosyan sich gedacht, das C8-Feld wird noch einmal gedeckt. Turm C7, Weiß deckt nochmal den Bauern. Weißt du, was die Turme lieben? Reihe 2 und Reihe 7. Wenn der Turm auf der 7. Reihe landet, ist er eine ganz starke Figur. B5 und jetzt kommt langsam der Springer nach vorne. Springer D4, Dame B6. Da gibt es eine sehr lange Variante. Also der Petrosyan könnte Dame D6 spielen, das wäre besser gewesen. Nach Springer B5 dann Dame D2 und dann wird er einfach den Turm aus dem Spiel ausschalten. Das heißt, der Turm muss auf F1 kommen, nach Springer B3, Turm A7, Springer D4 und auf diese Art und Weise hätte er geschafft, noch eine Figur abzutauschen, in dem Fall ganz wichtig, den Springer abzutauschen. Natürlich Weiß ist immer noch viel besser, aber vielleicht hätte Schwarz einige praktische Chancen gehabt. Nach dem Zug Dame B6, was eigentlich der Fehler war, kam Turm C8, Springer B7. Und jetzt kommt eine sehr, sehr schöne Kombination vom Spassky. Springer geht auf C6, wir wollen einfach Quali gewinnen. Dann kommt der Springer auf D6 und greift die Dame an. Und jetzt ein wunderschöner Zug. Springer schlägt auf D8. Weiß opfert sogar noch die Dame und nach Springer F5 geht einfach mit dem Springer zurück. Und egal wie Schwarz spielen wird, wird Weiß sich die Dame holen. Das heißt, er droht hier schlagen auf F8 und dann in dem nächsten Zug D8 Dame. Gib einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Schreib in die Kommentare, ob du eine interessante Partie oder Anekdote über Spassky kennst. Ich würde mich freuen, deine Gedanken zu hören.